Assalamu alaikum ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Gesundheits- und veganen Rezeptvideo von mir. Heute stellen wir den gesündesten probiotischen Kokosjoghurt aller Zeiten her. Und zwar deshalb, weil wir ihn mit dem Narine-Bakterium, also dem Lactobacillus acidophilus ER2-Stamm, fermentieren werden. Denn diese hochaktiven Kulturen sind heute die stärksten Kulturen der Welt. Und aus diesem Kokosjoghurt werden wir dann zwei verschiedene Rezepte herstellen. Einmal den gesunden Lubrikator, den wir hier jetzt sehen, und zum anderen einfach einen ganz normalen Joghurt, den man dann mit Beeren und anderen leckeren Dingen verzieren kann und genießen kann. Mein Video zum Cashew-Quark mit diesem Narine-Bakterium kann ich euch hier oben gerne verlinken. Für die Herstellung des Kokosjoghurts werden wir jetzt erstmal Bio-Kokosraspeln in den Vitamix geben, und zwar 300 Gramm davon. Und die werden wir jetzt mit dem Stampfer so lange pürieren, bis daraus ein Kokosmus entstanden ist. Und das geht mit dem starken Motor des Vitamix ohne Probleme vonstatten. Wer keinen Vitamix hat, könnte sich auch das Kokosmus kaufen. Auch wenn das natürlich etwas teuer wäre, weshalb es sich wirklich anbietet, das Kokosmus eben selber herzustellen, da Bio-Kokosraspeln wirklich günstig zu erstehen sind. Wir geben jetzt zuallererst 2 Esslöffel von dem Enzymferment hinzu und dann geben wir eine Kapsel von diesem Narine-Probiotikum hinzu, indem wir die Kapsel öffnen und den Inhalt hier zum Kokosmus in den Vitamix dazugeben. Und sobald das getan ist, gebe ich jetzt noch einen gehäuften Teelöffel Sonnenblumenlecithin hinzu, einfach als Emulgator. Das ist aber optional. Der Joghurt würde auch ohne das Sonnenblumenlecithin gelingen, aber weil es eben gesundheitliche Vorteile hat, gebe ich es immer in meinen Joghurt dazu. Dann füllen wir auf mit meinem Osmosewasser oder auch mit dampfdestilliertem Wasser und dann wird das Ganze einfach nochmal gründlich durchpüriert mit dem Vitamix. Diese so entstandene probiotische Kokosmilch werden wir jetzt in verschiedene Gläser füllen, diese gut verschließen und dann an einem warmen, dunklen Ort mindestens 12, besser 24 Stunden lang fermentieren lassen. Und sobald diese Zeit vorüber ist, ist der Joghurt schon fertig und zum Verzehr bereit. Wir sehen schon hier jetzt, wie schön dickflüssig er geworden ist. Wenn man ihn dann länger im Kühlschrank stehen lässt, wird er richtig fest. Solange er noch nicht ganz so fest ist, kann man ihn auch besser als Dessert-Joghurt konsumieren. Und ich dekoriere ihn hier jetzt mit gefrorenen Wildheidelbeeren, die voller Anthocyane stecken. Diese gefrorenen Wildheidelbeeren bekommt man in fast jedem Supermarkt heute, mindestens im Rewe, im Lidl, im Netto. Und dann könnte man noch etwas von meinem selbst hergestellten Granola-Müsli hinzugeben. Das Video dazu verlinke ich euch gerne hier oben. Und mit etwas frisch gemahlenem Zimt bestreuen. Frisch gemahlen hat er ein sehr starkes Aroma, ganz zu schweigen von seinen gesundheitlichen antidiabetischen Eigenschaften. Man könnte den Joghurt natürlich jetzt noch mit Xylit oder mit Erythrit und Stevia süßen. Dieser gesunde Joghurt hat es wirklich in sich, MashaAllah. Und wie wir gesehen haben, ist er so einfach herzustellen. Und das Tolle daran ist, dass das Narine-Probiotikum im Joghurt sich stark vermehrt, während es eben fermentiert, sodass man sich mit einer einzigen Kapsel von diesem hochgesunden Probiotikum eine ganze Woche lang versorgen kann. Man muss also nicht jeden Tag eine Kapsel schlucken, sondern man muss einfach nur jeden Tag entweder diesen Joghurt konsumieren oder ihn eben in dem Lubrikator verwenden. Auf diese Weise kann man das Narine-Probiotikum sehr stark sparen und muss nicht ständig eine neue Schachtel davon kaufen. Als zweites Rezept stellen wir jetzt unseren Lubrikator her. Dazu geben wir einige Stücke Papaya in den Vitamix, dazu dann einen Teelöffel von dem Cranberry-Pulver, Rohkost und Bioqualität, was sehr gut bei Blasenentzündungen hilft. Dann noch einen Teelöffel von meinem selbst hergestellten Wildkräuterpulver. Das Video dazu kann ich euch auch mal verlinken hier oben. Und dann kommt die allerwichtigste Zutat hinzu, der probiotische Kokosjoghurt mit dem Narine-Bakterium. Wir sehen auch hier jetzt, wie hart und fest er geworden ist im Kühlschrank. Davon geben wir ordentlich viel in den Vitamix. Als nächstes kommt dann etwas Bio-Kokosmilch hinzu. Jedoch kann man hier der Fantasie wirklich freien Lauf lassen und hinzufügen, was man gerne mag. In einen gesunden Lubrikator sollten jedoch mindestens der Kokosjoghurt, die Kokosmilch und auch ein Bio-Ei hineinkommen. Wir süßen dann hier wieder mit dem Erythrit-Stevia-Gemisch, welches den Blutzuckerspiegel vollkommen in Ruhe lässt. Ich habe dann noch meine Rosenklee-Sprossen hinzugefügt, einfach weil Sprossen ja so gesund sind, damit man die auch jeden Tag in irgendeiner Weise zu sich nimmt. Mein Video zur Gesundheit von Keimlingen und Sprossen kann ich euch hier oben nochmal verlinken. Dann habe ich wieder hier die gefrorenen Wildheidelbeeren hinzugefügt.
die aufgrund ihrer vielen Anthocyane ein starkes Antioxidant bilden. Dann kommt das rohe Bio-Ei hinzu und letztendlich die gesunde Schale von einer Bio-Zitrone, in der fast alle gesunden Inhaltsstoffe der Zitrone stecken und die dem Smoothie einen sehr erfrischenden Geschmack gibt. Was es grundsätzlich mit der Gesundheit des Lubrikators auf sich hat, das kann ich euch in meinen 3 verschiedenen Lubrikator-Varianten gerne nochmal zeigen. Eines davon werde ich euch hier oben verlinken und die anderen 2 unten an der Pinnwand. Wir füllen dann noch mit etwas destilliertem oder auch Osmosewasser auf und dann wird einfach alles gründlich durchpüriert, bis wir einen cremigen, leckeren Smoothie erhalten. Der Anwendungsbereich des Narine-Probiotikums dient zur Förderung der Gesundheit von Kindern und Erwachsenen, indem es die Darmflora normalisiert und in kürzester Zeit die anaerobe Flora wiederherstellt. Damit erhöht es das antioxidative Potenzial des Körpers, dann hilft es bei Darminfektionen und verschiedenen Formen von Dysbakteriose und reguliert die Darmtätigkeit. Durch seine entzündungshemmende Wirkung aktiviert es den Reinigungsprozess des Körpers und neutralisiert dadurch Toxine und Nebenwirkungen von Lebensmitteln, Antibiotika und Medikamenten, weshalb es auch nach der Einnahme von Antibiotika sehr empfohlen wird. Es stimuliert die Produktion des eigenen Interferons, was eine entscheidende Rolle beim Schutz vor Viren und Krebs spielt und damit das körpereigene Immunsystem wiederherstellt. Es kann in der Onkologie als Prävention, Rehabilitation und Verringerung der Wahrscheinlichkeit infektiöser Komplikationen nach onkologischen Operationen verwendet werden. Es hilft bei vorzeitigem Altern und allgemeinem Unbehagen nach längeren Stresssituationen und es ist hochwirksam bei verschiedenen komplexen Behandlungen wie Erkrankungen der Leber, Nieren, Bauchspeicheldrüse, blutbildenden Organen, also Anämie, Allergien, bei Lungenerkrankungen, bei Entzündungen des Urogenitalsystems von Frauen und Männern, bei gynäkologischen Erkrankungen, bei Hals-Nasen-Ohren-Erkrankungen, bei Mastitis, Diabetes mellitus, Parodontitis, eitrigen und infektiösen Entzündungen und viele mehr. Das Narine-Probiotikum ist das größte, stärkste und meist erforschte Bakterium der Welt. Subhanallah. Liebste Grüße, Salam alaikum, eure Mariam.